Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Duell der Giganten. Ja, naja, so groß sind sie eigentlich gar nicht, aber trotzdem finde ich natürlich gigantische Marken. Makita gegen Bosch und zwar hier heute zwei Schlagschrauber. Vielleicht habt ihr das schon hier unten an den Schrauben erkannt und das sind abendliche Schrauben und damit werden wir die ganzen natürlich auch testen. Welche Geräte haben wir hier eigentlich? Das ist der DTW 285Z und der, ich muss kurz drauf gucken, GDS, also gewerblicher Drehschlagschrauber 18V210. Achso, was ich ganz vergessen habe, das Thema Verlosung. Natürlich wie immer verlosen wir wieder ein Gerät hier in dem Video. Alles was ihr machen müsst und in die Kommentare einfach mit uns mitkommentieren. In diesem Fall über Schlagschrauber. Und weil wir in letzter Zeit relativ viel Bosch verlost haben, gibt es heute den Makita. The girls with their nails done now. Girls with their nails done. The girls with their nails done. Also heute mal ein Thema, was wir auf dem Kanal noch gar nicht hatten, und zwar Schlagschrauber. Und hier, ich finde schon, Duell der Giganten. Es gibt natürlich viel stärkere Schlagschrauber bis 1000 Newtonmeter und darüber hinaus. Aber das hier sind für mich ja von der Größe und von der Nutzbarkeit eher gängige Modelle. Hier mit 280 Newtonmeter maximal, hier mit 200 Newtonmeter. Also der Bosch 200, der Makita 280 Newtonmeter. Und wir möchten jetzt mal testen, ja, was schaffen die eigentlich? Ja, das machen wir nämlich gleich. Und zwar schaut mal hier. Wir haben hier eine massive Stahlplatte. Ja, wir haben hier 2 cm Stahl plus entsprechend hier dann die Schraube da durchgezogen und die werden die gleich anziehen und zwar hier von 50 Newtonmeter bis am Ende 300 Newtonmeter und werden mal gucken, welcher von den beiden das Ganze dann am Ende auch schaffen wird. Ja, also ob der Bosch vielleicht sogar mehr schafft als die 200 Newtonmeter oder der Makita weniger schafft als die 280 Newtonmeter oder vielleicht auch mehr, werden wir sehen. Also wir haben hier übrigens, das sind keine normalen Schrauben, das sind hochfeste Schrauben, sieht man hier auch in der Bezeichnung 12.9, weil die normalen Schrauben aus dem Baumarkt, diese 8.8 Schrauben, die würdet ihr sonst abreißen. Normalerweise schauen wir ja immer in den Koffer rein. Hier lohnt sich das aber nicht, weil beides sind Solo-Geräte. Das heißt, du bekommst das Gerät einfach so in der Form hier beim Bosch in dem Koffer. Und bei dem Makita bekommst du das Ganze auch, wenn wir zusammenbauen, da bekommst du das Ganze genau so geliefert, hier in dem Karton drin. Und was der Vorteil, wenn ihr schon ein Akkusystem habt, dann braucht ihr es natürlich nicht und könnt so Kosten sparen. Und in der Videobeschreibung verlinken wir euch verschiedene Varianten, verschiedene Packungen mit Akku, ohne Akku, Solo-Version und so weiter. Schaut einfach mal in den ehrlichen Preisvergleich rein. Wie immer schauen wir vor dem Test die Geräte natürlich noch ein bisschen genauer an. Und hier haben wir jetzt den Bosch mit 200 Newtonmeter. Wir haben hier, ganz wichtig, natürlich ein Brushless Motor, ja, für maximale Effizienz. Aber vor allem, was jetzt die Kamera, glaube ich, auch schon ganz gut sieht, ist das Thema Kompaktheit. Ja. Das Gerät ist wirklich sehr, sehr klein. Wo wir hier vorne sind, wir haben hier eine Halbzoll-Aufnahme mit einem Nebenloch. Und haben hier, wie gesagt, die 200 Newtonmeter. Was wir hier einstellen können, hier vorne, ich stelle es für euch mal ein bisschen dichter ran. Was wir vorne einstellen können, ist die Drehzahl in 3 Stufen. Hier von Stufe 1 1100 Umdrehungen bis Stufe 3 3400 Umdrehungen. Und in der größten Stufe schafft er damit 4200 Schläge in der Minute. Also 4200 Mal schlägt er gegen diese Schrauben hier. Schauen wir mal, wie weit er kommt. Was wir hier noch haben, ist ein Licht. Das können wir von Hand einschalten oder es schaltet sich automatisch ein, wenn wir hier entsprechend den Abzug betätigen, sage ich immer. Das Gerät selbst ist zertifiziert bzw. gedacht für Schrauben von M6 bis M16 und das ist genau das hier und das sind schon amtliche Schrauben. Schauen wir uns jetzt den Makita auch mal im Detail an und hier das Gerät mit 280 Newtonmeter. Wir fangen gleich mal kurz im Vergleich an. Wir haben hier übrigens auch wieder einen Brushless Motor, genauso wie beim Bosch. Hier steht es ja hier drauf. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, ich gebe es euch mal so im Vergleich, dann seht ihr hier, dass wir hier eine ganz andere Bauform haben, beziehungsweise eine viel kompaktere Bauform beim Bosch
als beim Makita. Ja, also hier seht ihr, das sind gute 2 cm mehr, die hier der Makita aufträgt. Übrigens, was ich vorhin ganz vergessen habe, der Bosch wiegt 1,6 Kilo, der Makita wiegt 1,7 Kilo, also nahezu identisch. Jeweils entsprechend mit den Akkus, die wir dran haben, dem Procore 4 Ampere oder hier dem 5 Ampere von Makita. Bei dem Makita ist natürlich auch die Frage, für was ist er zertifiziert bzw. gedacht. Er ist gedacht für M10 bis M20, das heißt hier mit der M16 sind wir richtig gut dabei. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Natürlich hier unten auch die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze auch wieder in 3 Stufen einzustellen. Stufe 1, 2 und 3. Haben wir übrigens hier sogar noch eine Akkuanzeige. Ja, hier mit dabei, und die haben wir hinten am Gerät auch nochmal. Beim Bosch haben wir sie nur hinten und da fehlt sie hier. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist oder nützlich, da noch eine extra Akkuanzeige zu haben. So, jetzt können wir das Ganze hier einstellen, also von Stufe 1 1600 Umdrehungen bis Stufe 3 2800 Umdrehungen und haben dann hier in der höchsten Stufe 3400 Schläge. Im Vergleich zum Bosch, also schafft er weniger Schläge in der Minute, was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass er weniger Kraft hat. Jetzt kommen wir also endlich zum Test. Ich bin total gespannt. Ich habe hier einen Drehmomentschlüssel von HZ, und zwar einen, der bis 300 Newtonmeter, nee sogar bis 320 Newtonmeter hier anziehen kann. Finde ich super. Und wir haben jetzt hier entsprechend unsere Platte, 2 cm dick, wie vorhin schon gesagt. Und ich werde jetzt so nach und nach die einzelnen Schrauben hier anziehen, beziehungsweise Muttern anziehen. Und zwar von 50 Newtonmeter, 100, 150 und so weiter und so fort. Und zwar bis 300 Newtonmeter. Und dann werden wir die Geräte nacheinander nehmen und schauen, ob sie das lösen können. Jetzt kommen wir aber endlich zum Test. Ich freue mich total drauf. Jetzt haben wir den Bosch mit 200 Newtonmetern, also angegeben mit 200 Newtonmeter. Und jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe das Ganze hier angezogen, hier mit bis zu 300 Newtonmeter. Und das Ganze jetzt abgestuft, 50 Newtonmeter und so weiter. Und was ich jetzt machen werde, ich werde einfach eins nach dem anderen versuchen zu lösen und mal schauen, wie weit der Bosch dann kommt. Da es jetzt so laut ist, nehme ich aber erstmal Gehörschutz. Ja, was war das denn? Der hat alle Schrauben gelöst, beziehungsweise alle Muttern gelöst bis zu 300 Newtonmeter. Also der kleine Bosch hier, der hat schon drauf. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn jetzt noch für den Test tun? Ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt anders. Und zwar lasse ich ihn jetzt eine Schraube mit maximaler Kraft anziehen und werde dann mit dem Drehmomentschlüssel hier nach und nach dann die Kraft erhöhen. Und dann sehen wir, mit wie viel er das Ganze angezogen hat. Wir starten jetzt mit 100 Newtonmeter. So, jetzt gehen wir mal auf 140 Newtonmeter. So, jetzt nehmen wir 160 Newtonmeter. Mal schauen. Tasten wir uns mal langsam weiter. Jetzt nehmen wir 172. So, was haben wir dann jetzt als nächstes? Jetzt nehmen wir 180. Und dann nehmen wir jetzt mal, nehmen wir mal langsam vor. Jetzt haben wir 190. Machen wir weiter. Jetzt haben wir 200. Jetzt nehmen wir mal 210. Ja, ne? Okay. 220. Uiuiui. Jetzt nehmen wir 240. Jetzt wollen wir es wissen, oder? So, bei 240 hat das jetzt aufgekriegt. Ich muss sagen, er hat mich wirklich überrascht. Er konnte alle Schrauben von 50 bis 300 Newtonmeter lösen. Und beim Anziehen war er auch über seine Spezifikation mit 200 Newtonmeter.
hat ergo irgendwo zwischen 220 und 240 Newtonmeter angezogen. Eine beachtliche Leistung. Jetzt also der Makita mit 280 Newtonmeter. Und natürlich Gehörschutz. Wir haben also gesehen, auch er schafft wieder alle Schrauben 50 bis 300 Newtonmeter. Und jetzt machen wir denselben Test wie bei dem Bosch. Ich nehme jetzt eine Schraube, ziehe es so stark an, wie es nur geht. Und dann gucken wir mal, wie stark es angezogen hat. So, jetzt fange ich mal bei 140 Newtonmeter gleich an. Oh, das macht ja sonst keinen Sinn. So, nehmen wir mal gleich 160 Newtonmeter. 180. So. So, schaut mal, jetzt gehen wir schon auf die 200. So. So, 220. Na, dann mal 240. Ich bin gespannt. 280. Nee, 260 erstmal natürlich. Eieiei, 280. Mal gucken, ob wir es überhaupt loskriegen mit dem hier. Okay, 300. Jetzt komme ich langsam auf ins Schwitzen. 300 Newtonmeter. Ja, kommen wir zum kurzen Fazit und vorher noch eine Anmerkung. Ich habe heute keine Unterlegscheiben benutzt, weil wir ja nicht dauerhaft was halten wollen. Für den Test war es aus meiner Sicht unerheblich. Auf jeden Fall haben wir hier die beiden Giganten Bosch und Makita und lasst uns hier keinen Glaubenskrieg führen. Beide Marken sind toll und beide Marken haben sich hier wirklich gut geschlagen. Natürlich in ihren Spezifikationen. Sie haben beide Spezifikationen stark übertroffen. Der Bosch hier fast 40 Newtonmeter mehr angezogen, beziehungsweise 40 Newtonmeter über Spezifikation. So knapp irgendwo zwischen 220 und 240 konnten wir ja hier das lösen. Und auch der Makita ist etwas über der Spezifikation gewesen. Bei 280 keine Chance gehabt, das Ganze zu lösen. Und erst bei 300 Newtonmeter konnte ich dann gerade so das Ganze lösen. Ich muss sagen, beide haben für mich gewonnen, und es hat auch echt Spaß gemacht, das muss ich natürlich sagen, ja, mal was ganz anderes. Ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht, mal was anderes hier auf dem Kanal, Schlagschrauber. Wenn euch Schlagschrauber sehr interessieren oder wenn ihr sagt, noch mehr aus dieser Richtung, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare und vergesst nicht das Gewinnspiel hier für den Makita. In dem Sinne würde ich sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.